Hallo und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Luca von Alles Rahmen und heute möchte ich euch unsere Schallplattenrahmen mit Doppelpassepartout vorstellen. Schallplatten waren einst das führende Medium zur Musikaufzeichnung, bevor sie schrittweise durch Kassetten, CDs und schließlich MP3s ersetzt wurden. Doch trotz der vielen Medien und heutigen Streamingdiensten bleibt die Schallplatte ein unverzichtbares Format für viele Musikliebhaber. Auch heute noch veröffentlichen viele Künstler ihre Alben auf Schallplatte. Musikenthusiasten schätzen dabei nicht nur den charakteristischen Klang, sondern auch die kunstvollen Cover, welche oft wahre Sammlerstücke sind. Zählt ihr euch zu diesen Liebhabern oder ist unter euch sogar ein Musiker, welcher eine wertvolle Platte besitzt, die natürlich einen Ehrenplatz an der Wand verdient? In jedem Fall sind unsere heutigen Rahmen der Marke Mira genau das Richtige für euch. Auf geht's! Für unsere Schallplattenrahmen mit Doppelpassepartout bieten wir den stilvollen Massivholzrahmen Figari in zwei verschiedenen Größen an. 40 x 40 cm, das könnt ihr hier sehen, und 40 x 60 cm, wie ihr hier sehen könnt. Der Figari-Rahmen zeichnet sich durch sein rechteckiges Holzprofil aus, dessen glatte Oberfläche die Holzmaserung vollständig abdeckt. Dieser Rahmen ist in den klassischen Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Und zusätzlich könnt ihr aus 5 verschiedenen Farbkombinationen für das Doppelpassepartout auswählen, um eure Schallplatte perfekt in Szene zu setzen. Kommen wir nun zur Einrahmung. Super, die kleinere Variante ist der 40 x 40 cm Rahmen mit einem Doppelpassepartout. Die Doppelpassepartouts haben eine gerade Schnittkante und sind entweder eckig für das Plattencover oder rund für die Vinylplatte ausgeschnitten. Ich zeige euch beide Optionen, damit ihr den direkten Vergleich habt. Ich starte mit der Schallplatte. Um die Schallplatte einzulegen, öffne ich natürlich zuerst einmal unseren Rahmen. Dann entferne ich die Rückwand und den Einleger. Als nächstes lege ich das Doppelpassepartout ein. Sehr gut. Danach die Schallplatte. Dann befestige ich die mitgelieferten wiederablösbaren Klebepunkte auf der Schallplatte. So kann diese nicht mehr zwischen das Doppelpassepartout und die Scheibe rutschen. Als nächstes lege ich den Einleger auf. Ich fixiere auch den Einleger an den Klebepunkten. Dann kommt jetzt nur noch die Rückwand und schon ist die Einrahmung fertig. Und so sieht's aus. Unsere Platte ist wunderbar mit einem Doppelpassepartout im Rahmen eingerahmt. Diese Einrahmung ist doch wirklich sehr gelungen. Was sagt ihr? Hier seht ihr jetzt noch die Option mit den anderen Farben. Für das Aufhängen verfügt der Figari-Rahmen über einen Wandaufhänger an der Rückseite. Dann geht es jetzt weiter mit der größeren Variante unseres Schallplattenrahmens. Der größere 40 x 60 cm Rahmen ist ideal, um das Plattencover und die Schallplatte gemeinsam zu präsentieren. Er kommt dabei mit einem Doppelpassepartout geliefert, hinter dem sowohl das Cover als auch die Platte sicher befestigt werden. Der Ablauf der Einrahmung funktioniert auch wie bei den 40 x 40 cm Rahmen. Das heißt, zuerst öffnen wir den Rahmen und entfernen die Rückwand und den Einleger. Jetzt legen wir das Doppelpassepartout ein. Dann lege ich das Schallplattencover zusammen mit der Schallplatte in den Rahmen. Die Schallplatte in das Cover. Dann ziehen wir beides ein wenig heraus, sodass es perfekt ins Passepartout passt. Das fixieren wir jetzt wieder mit unseren Klebepunkten. Dann kommt jetzt wieder unser Einleger. Wir fixieren die Klebepunkte am Einleger und legen zu guter Letzt die Rückwand ein. Nach dem Verschließen sind wir auch mit dieser Einrahmung schon fertig. Dann schauen wir uns auch dieses Ergebnis noch einmal gemeinsam an.
Wunderbar, es hat alles super funktioniert und es sieht wirklich toll aus. Aber wie wirken die anderen Farben? Hier kommt der Vergleich. Das war unser Video zu unseren Schallplattenrahmen mit verschiedenen Doppelpasspartouts. Wusstet ihr überhaupt, dass man Schallplatten einrahmen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Habt vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!